Herzlich willkommen! In diesem Video behandeln wir das Thema Anschluss und Verdrahtung des Antriebsverstärkers ED1. Für den Anschluss der Kabelenden wird das im Lieferumfang enthaltene Montagewerkzeug verwendet. Bitte verwenden Sie keinen Schraubendreher, da sonst die Steckeinsätze beschädigt werden können. Beachten Sie bei der Montage und Verdrahtung des Antriebsverstärkers die entsprechenden Vorschriften. Detaillierte Informationen zur Montage finden Sie in unserem Handbuch unter dem Kapitel 4. Informationen rund um das Thema Verdrahtung finden Sie unter Kapitel 5. Im Nachfolgenden möchte ich auf den Aufbau sowie die einzelnen Stecker und deren Eigenschaften eingehen. Der CN1-Stecker. Dieser ist für die Spannungsversorgung des Haupt- und Regelstromkreises verantwortlich. Hier ist zu beachten, dass bei Antriebsverstärker kleiner 5 kW nur eine Spannung Logikversorgung von maximal einphasig 230 Volt angelegt werden darf. Bitte verwenden Sie für die Hauptspannungsversorgung die Anschlussklemmen L1 Phase und L2 Neutralleiter. Für die Logikspannungsversorgung verwenden Sie die Anschlussklemmen L1C Phase und L2C Neutralleiter. Es besteht die Möglichkeit, einen optionalen externen Bremswiderstand über die Klemmen B1, B2, B3 anzuschließen. Dabei ist zu beachten, dass die Klemmen nicht für die Motorbremse verwendet werden dürfen. Der CN1-Stecker wird mit einer Brücke zwischen der Klemme -1, -2 ausgeliefert. Diese darf ebenfalls nicht entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiter der Netzzuleitung am Erdungspunkt angeschlossen ist. Der CN2-Stecker. Hier werden die Motorphasen UVW der Motorleitung aufgelegt. Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiter der Motorleitung am Erdungspunkt angeschlossen ist. CN3. Die Schnittstelle CN3 ermöglicht die Verbindung des Antriebsreglers mit einem PC über ein USB-Kabel. Diese Verbindung wird für die Erstinbetriebnahme sowie die Parametrierung des Antriebsreglers mit der Software Thunder benötigt. CN4-Stecker. An diesem Anschluss kann entweder ein STO-Kabel oder der im Lieferumfang enthaltene Brückenstecker angeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie im Manual unter dem Kapitel 5.6. Der CN6-Stecker. Der CN6-Stecker ermöglicht den Anschluss von digitalen und analogen Signalen, die für die Steuerung und Überwachung des Antriebes verwendet werden können. Dies kann zum Beispiel die Kommunikation mit Sensoren oder anderen Steuergeräten umfassen. Die Ansteuerung der Bremse erfolgt ebenfalls über diesen Stecker. Bei der Erstinbetriebnahme befindet sich der Ausgang für die Ansteuerung der Haltebremse am Output 5. Es ist wichtig, dass die Haltebremse nicht direkt angeschlossen wird, da sonst die Stromgrenze von 100 mA überschritten wird. Bitte verwenden Sie zum Schalten ein Relais oder einen Optokoppler. Der CN7-Stecker. Der CN7-Stecker dient als Anschlussstelle für Encoder. Dieser kommt im Fall unseres EM1 Servomotors direkt vom Motor oder alternativ von der ESC-Box. Der CN8-Stecker. Wenn Sie sich für ein Modell mit der optionalen Kennung G entschieden haben, können Sie über den CN8-Stecker eine Gantry-Kopplung zwischen zwei Antrieben herstellen. Dieser Anschluss befindet sich bei den Standardgeräten auf der Vorderseite und bei den Feldbusgeräten auf der Oberseite. Die dazu benötigte Leitung finden Sie bei uns als Zubehörartikel. Der CN9-Stecker. Über den Steckverbinder CN9 können die Antriebsregler auf Busebene miteinander oder mit einer übergeordneten Steuerung verbunden werden. Hier ist zu beachten, dass die Anschlüsse nur bei den Geräten mit Feldbuskommunikation zur Verfügung stehen. Es ist darauf zu achten, dass der Out mit dem In des nächsten Antriebsreglers verbunden wird. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal.